Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Richard Polzer und ich bin begeisterter Smart Home Enthusiast. In meiner vorherigen Wohnung habe ich mit Home Assistant, Shelly und Zigbee Geräten ein wirklich meiner Meinung nach gutes Smart Home gebaut. Jetzt habe ich mir allerdings eine Wohnung gekauft und in dem Fall hat diese überhaupt keine smarte Technik. Deswegen will ich in diesem Video mal über die Punkte gehen, die für unsere Smart Home wichtig sind, und danach evaluieren wir, wie wir an diese Punkte herankommen, wie wir das lösen können und was für eine Art Smart Home Installation hier denn tatsächlich interessant wäre. Ich habe euch ein Pflichtenheft zusammengeschrieben, was unsere Funktionen sind, die wir gerne umsetzen möchten. Zum einen fängt es damit an, dass wir eine smarte Lichtsteuerung haben wollen mit Bewegungs- und Präsenzmeldern, damit wir automatisch die Lichter steuern können, ohne dass man mit der Hand einen Schalter betätigen muss. Zusätzlich haben wir in unserer alten Wohnung Tunable White LED und Adaptive Lighting sehr genossen. Dann haben wir hier aktuell noch Rollladen mit Gurtwickler. Diese würden wir gerne komplett elektrisch setzen, damit wir diese auch mit der Jalousiesteuerung zeitweise steuern können, beziehungsweise dann mit Lüftungsfunktionen realisieren, wenn wir Fenster öffnen. Heizungssteuerung ist ein weiteres großes Thema, gerade im Bereich Energiesparen jetzt aktuell. Und zwar würden wir gerne die Heizung smart steuern können mit Nachtabsenkung und Präsenzerkennung in der Wohnung, beziehungsweise auch mit der Absenkung der Temperatur bei Öffnen des Fensters. Zusätzlich würden wir gerne die Steuerung über das Smartphone wieder genauso realisieren, wie wir sie aktuell haben, wahrscheinlich über Home Assistant, damit wir dann in Zukunft auch das gesamte Haus wieder per Smartphone steuern können. Wir würden auch gerne die Energieüberwachung einzelner Geräte realisieren, sodass wir zum Beispiel prüfen können, ob der Herd noch eingeschaltet ist, ob die Waschmaschine bereits fertig ist oder die Geschirrspülmaschine. Dann würden wir gerne sämtliche Fenster überwachen mit Fensterkontakten. Da ist auch noch die Frage, ob es eine Funklösung oder eine kabelgebundene Lösung wird. Aktuell haben wir bereits, wie ihr hinter mir seht, sämtliche Tapeten von den Wänden genommen, weil das war hier leider eine Raucherwohnung und dementsprechend rauchen die sehr stark. Und wir benötigen auch in jedem Raum eine LAN-Verkabelung für mich, damit ich gutes Internet habe in jedem Raum, aber auch für so Sachen, wenn wir später über Dinge nachdenken wollen, wie Multiroom Audio zum Beispiel. Egal welches System, auf das wir uns jetzt einschießen, soll bitte die Möglichkeit haben, dass wir es nachträglich erweitern können, ohne Umbauten in den Wänden vornehmen zu müssen. Zusätzlich stellt sich jetzt für mich die Frage, sollten wir wieder auf ein Smart Home System wie Home Assistant setzen und dann mit Zigbee, Z-Wave oder anderen Funkstandards Funklösungen nachrüsten oder auch mit WLAN? Oder macht es nicht viel mehr Sinn, jetzt wo die Tapete schon runter ist und wir Schlitze klopfen können, tatsächlich auf ein kabelgebundenes Smart Home System zu setzen? Sowas wie Loxone, KNX oder Homematic IP Wired. Das sind jetzt die Fragen, die wir in den nächsten Videos klären würden. Im nächsten Video war mein Elektriker bereits da und hat sich unsere Installation angeschaut. Und dementsprechend werden wir sehen, ob wir denn hier so einfach mit Twisted Pair Leitungen ziehen können. Das war's auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne kommentieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.